4, 3, 2, 1. Wir zünden gemeinsam die absolute Meta-Rakete, die 4-3-2-1, eine offensive Power-Taktik, mit der wir sowohl Timed Finesse als auch Abschlüsse im 16er unterstützen. Mehr Tore, mehr Siege. Wir schauen uns in diesem Video an die Taktik, die Spieleranweisung und welche Spieler sich am besten eignen auf den Positionen und legen los mit der Taktik. Vorher natürlich der Hinweis, du kannst mit dem Steuerkreuz nach links und rechts im Spiel auf die individuellen Taktiken wechseln. Dort zum Beispiel so wie ich die 4-3-2-1 haben, zum Start mit einer anderen Formation starten. Alle Spieler behalten diese Chemie, die sie in der Startaufstellung haben. Mission Control bestätigt und confirmed. Es kann losgehen mit der Taktikzündung. Unser Defensivstil ist auf ausgeglichen. Wir können immer noch, wenn wir Druck machen wollen, übers Steuerkreuz das Teampressing kurzzeitig aktivieren. Die Breite ist auf 40. Wir stehen eher ein bisschen enger. Und da die Tiefe ist auf 60. Wir wollen hier Druck machen. Wir wollen nach vorne gehen. Wir wollen den Ball bekommen. Wir wollen Tore schießen. Das Aufbauspiel ist auf langer Ball. Das sind die ersten 2 Drittel des Spielfeldes. Dort wollen wir dafür sorgen, dass viele Spieler in Läufe gehen, nach vorne gehen. Und dann die Chancenerbeitung, das letzte Drittel im Spiel. Das ist auf ausgeglichen. Ganz, ganz wichtig, mit LB, mit L1 auf der Playstation Spieler in Läufe schicken. Wenn du das noch nicht kannst, so Räume erzeugen, so die Spieler da haben, wo du sie haben willst, dann stell hier vielleicht um von ausgeglichen auf Läufe in die Spitze. Houston, wir haben ein Problem. Die Breite ist auf 45. Wir wollen nicht zu breit sein. Linker Stürmer, rechter Stürmer, die sollen hier an den Kanten, an den Ecken vom 16er sein, so wie hier mit Jesus Corona. Dieser Bereich ist perfekt für den Finesse-Shot, für den Time-Finesse-Shot, also wenn du R1, RB drückst, beziehungsweise hältst und dann die Kreistaste drückst, um zu schießen, 2,5 Balken aufladen und dann, wenn das Bein am höchsten ist, nochmal antippen für den Finesse, aber es geht auch ohne, dass du es timest. Mit Timed ist natürlich deutlich effektiv. Spieler im Strafraum, das sind 5. Wir flanken eh nicht und die Spieler gehen immer dann in den Strafraum, sehen wir auch gleich bei den Spieleranweisungen, wenn der Ball auf den Außen ist, also das Spiel denkt, man könnte eine Flankensituation sein, das heißt, das lassen wir einfach auf 5. Strafstöße, Freistöße, ach was weiß ich, was das heißt, Ecken, dieser ganze Scheiß, Alter, lassen wir alles auf 1, um dann nicht in Konter zu laufen. Die Spieleranweisungen sind so super wichtig bei dieser Formation und wir fangen an in der Verteidigung, die Innenverteidiger bleiben eh auf hinten, da bleibt alles gleich und bei den Außenverteidigern LV und RV, die sind beide gleich, die sind auf hinten bleiben bei Angriffen, die sind auf konservatives Abfangen, damit die nicht irgendwie zu aggressiv rausgehen, dort Lücken entstehen. Übergreifende Laufart, das bedeutet einfach, dass die ganz, ganz außen sind und keine offensiven Spieler nach außen drücken. 3 ZMs und die wollen wir natürlich passend einstellen, die sind unterschiedlich. Wir haben ein ZM, ausgewogener Angriff, ausgewogene Flankenläufe, Mitte abdecken. Das bedeutet einfach, der arbeitet sowohl mit nach hinten als auch nach vorne, ausgewogene Flankenräume, kann auch mal bedeuten, dass der mit in den 16er reingeht. Nächster ZM, das ist bei mir hier zum Beispiel Diallo, also eher eine defensive Karte, die bleibt hinten bei Angriffen und geht nur an den Strafraumrand bei Flanken. Das bedeutet einfach, dass die Karte weniger offensiv ist. Sobald die einen Lauf nach vorne macht, wird die niemals sozusagen diesen Lauf mit in den 16er reinmachen. Kann auch passieren, aber theoretisch geht die nicht mit in den 16er, sondern bleibt nur am Strafraumrand. Das heißt, die ist konservativer, ist nicht so weit vorne. Und das ist unsere Absicherung. Diese Karte bleibt auch auf Mitte abdecken. Und dann haben wir noch den dritten ZM und den haben wir auch wieder ausgewogen. Der geht für Flanken mit in den Strafraum und der soll den Flügel abdecken. Achtung, einer, bei mir ist das hier der rechte, soll den Flügel abdecken. Du kannst die Seiten hier tauschen, aber wenn wir zu den Stürmern kommen, dann sehen wir, bei mir ist der rechte Stürmer auf vorn bleiben. Und deswegen will ich einfach, dass einer der ZMs sozusagen diese Außenseite damit abdeckt. Dieser Stürmer ist auf zentral orientieren und Abwehr überlaufen. Cowboy 4, bitte komm. Was sagen Sie? Aliens auf dem Mond, Cowboy 4. Dann haben wir einen zweiten Stürmer, der ist auf zentral orientiert, Abwehr überlaufen und Defensive verstärken. Das bedeutet jetzt nicht, dass das ein 5. Verteidiger wird, sondern einfach nur, dass der auch ein bisschen mit nach hinten arbeitet. Und durch dieses zentral orientieren auch auf linken und rechten Stürmer haben wir eben die Karten hier in dieser Position für diese Timed Finesse, die so overpowered sind. Und der dritte Stürmer, also der in der Mitte ist, zentral orientieren. Kann man auf Abwehr überlaufen machen, muss man aber nicht, kann man machen und den auf vorn bleiben. Wir haben ja diesen einen zentralen Stürmer und der soll auch da im 16er in der Box sein, dass wir ihn anspielen können, um die Butzen zu machen. Mission Control an Cowboy 4, ready zum Wiedereintritt in die Atmosphäre. Bitte fahren Sie vor mit dem Landeprotokoll und erwähnen Sie die Spieler, die für die Position geeignet sind. Copy. Die besten Spieler für diese Formation sind natürlich in der Verteidigung schnelle Spieler. Wir müssen ja sehr, sehr oft den Konter verteidigen. Denkt dran, dazu einfach auf den letzten Verteidiger wechseln und dann nach hinten laufen, den Ball ablaufen, den Passweg ablaufen. Dafür brauchen wir vor allen Dingen Schnelligkeit. Alle anderen Stats sind eigentlich völlig schnutzpiep egal. Im Mittelfeld wollen wir einmal diesen Kanté-Typ, also diesen defensiven, hohe Arbeitsrate nach hinten. Der muss eine hohe Beweglichkeit haben, denn dann können wir mit ihm im Verteidigungslauf manuell verteidigen. Denkt dran, mit L2 und R2, LT und RT, wenn wir in diesen Mr. Crab-Lauf gehen, mehr Fläche abdecken, indem wir verteidigen wollen. Das ist Beweglichkeit, Agilität, ganz, ganz besonders wichtig. Und dann
Die beiden anderen ZMs, das müssen so Allrounder sein. Ich sag mal Honorable Mentions, Goretzka oder Bruno. Du siehst, ich mach's hier mit dem Joliton, der ist von den Silver Stars, so eine Karte, die eigentlich alles über 80 hat. Das heißt, er kann sowohl nach vorne als auch nach hinten gut arbeiten. Stürmer, ganz, ganz wichtig, der Zentrale. Die entscheidenden Stats sind natürlich der Abschluss und die Schusskraft im 16er, die darüber entscheiden, ob man Tore macht. Und wir wollen da auf jeden Fall 5 Sterne Weakfoot. Linker Stürmer, rechter Stürmer, linker Stürmer, die haben vielleicht auch 5 Sterne Weakfoot, wird dir auch helfen. Ansonsten guck, dass du rechts einen hast mit einem linken Fuß, links einen hast mit einem rechten Fuß und dann Weitschüsse und Schusskraft, die beiden wichtigen Sets, damit du eben diese Finesse-Shots in den langen Winkel reinziehen kannst. Das wird dir helfen, um hier offensiv Druck zu machen. Aliens, wo? Überall sind Aliens. Weil Foot Birthday wieder so krasse Karten bringt, wird der Metamarkt wieder sinken. Das heißt, dieses 500k-Team wirst du noch günstiger bekommen. Check das Video aus, abonniere den Kanal, dann gibt es mehr Tipps und Tricks und wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus, dein Marvin, Cowboys vor. Servus, ciao, ciao. Alter Malta hier.